Hallo zusammen, heute nehme ich euch mit, wie ich mit Cursor, einem No-Coding-Tool, einen Aktienoptionspreisberechner programmiere. Da ist das ein kleines eigenes Projekt, was ich gestartet habe. Und ich dachte aber, es kann eine ganz interessante Serie werden, wo ich euch mitnehmen kann über verschiedene Folgen und zeige, wie ich die App, die ich mir selber bilde, ausbaue. Und dabei stammt die Idee eigentlich aus Eigenbedarf, da wenn ich Aktienoptionen handle, vor allem bei sehr illiquiden Optionen, ich oftmals nicht genau mein Risiko einschätzen kann, da ich mir nicht sicher bin, wo die Option preislich liegen würde, wenn der Preis oder die Aktie zu einem Zeitpunkt an einem Ort ist, wo ich gerne rausgehen würde. Und um das mehr zu verstehen und schneller diese Einschätzung zu machen in einem sehr hektischen Markt, wollte ich mir einen Aktienoptionspreisrechner selber programmieren, der den theoretischen Wert der Aktie, der Option berechnet, und damit kann ich dann letztendlich mein Risiko besser einschätzen und bessere Entscheidungen treffen. Dabei wollte ich heute euch jetzt nochmal zeigen, was mein zurzeitiger Stand ist, wie ich dahergekommen bin, den ersten Prompts, die ersten Änderungen, die ich gemacht habe, die Tools, die ich benutzt habe. Und dann heute schauen wir auch noch, dass wir ein weiteres Feature integrieren können. Und zwar würde ich gerne einen P&L-Tracker mit integrieren, also einen Gewinn- und Verlustrechner, um nochmal genauer und nochmal schneller das mögliche Risiko zu berechnen und nochmal ein besseres Judgment zu haben, ob das ein guter Trade ist oder nicht. Ich würde sagen, damit starten wir direkt mal rein. Wie gesagt, ich habe Cursor am Anfang benutzt und habe mir erstmal generell mit Hilfe von ChatGPT meinen ersten Prompt mir überlegt. Und zwar habe ich einfach mit ChatGPT geredet, die verschiedenen Ideen, die ich hatte hier, eingegeben mit Super Whisper, und dann hat ChatGPT das sehr schön für mich zusammengefasst, und vor allem hat er mir auch geholfen, die genaue Methode, die ich benutzen möchte, herauszufinden. Dazu kann ich sagen, ich habe einen neuen Trading-Channel gestartet. Das ist der erste Link in der Beschreibung, wo ich einfach über meine zweite Leidenschaft neben den AI-Tools und Coding auch noch über Trading rede. Der ist auf Englisch, falls dich das interessiert. Check ihn gerne mal ab in der Videobeschreibung, wie gesagt. Erster Link. Jetzt aber weiter hier, also ich habe erstmal ein paar Sachen mir überlegt, was ich machen kann, und dann ein bisschen spezifiziert nochmal genau, was ich haben möchte, und hat mir dann den Project Overview gegeben. Das ist so ein Project Overview, ist ganz hilfreich, vor allem für den Initial Prompt, für eure Coding-Projekte, wenn ihr No-Coding-Tools benutzt, damit das System, welches ihr benutzt, genau weiß, was es letztendlich machen soll. Und das haben wir jetzt hier benutzt, hat es sehr gut alles zusammengefasst, was ich haben möchte. Und das habe ich jetzt erstmal genommen gehabt und dann in Bolt.new reingegeben, wie ihr hier seht, ganz am Anfang. Den Prompt eingegeben, den wir gerade ermittelt haben. Und dann hat Bolt.new uns erstmal den ersten Prototypen hier gemacht, den ich schon mal ganz gut fand, wo man hier die verschiedenen Sachen eingeben kann und dann letztendlich die Value. Und es hat auch schon sehr gut funktioniert. Dazu muss ich sagen, dass ich aber zu dem Zeitpunkt dann bemerkt habe, dass ich das gerne ein bisschen weiterentwickeln würde und da deswegen über Bolt.new hinweg mich dafür entschieden habe, das auch nochmal in Cursor zu benutzen. Ich kann auch nochmal ein besonderes Video zu machen über Cursor, was genau das ist, wie das genau funktioniert. Das ist ein bisschen mehr advanced als jetzt Bolt.new zum Beispiel, ein bisschen mehr Coding, ein bisschen mehr selber machen auch. Also wie gesagt, da habe ich den Prompt eingegeben, den ich vorher entwickelt hatte, und dann hat Cursor ein bisschen gearbeitet, ich habe ein bisschen noch was gefixt an dem, aber jetzt ist eigentlich schon relativ noch der erste Stand von dem, was ich bis jetzt habe. Wie gesagt, habe dann bemerkt, es könnte ein interessantes Video werden hier. Wie gesagt, es ist ein bisschen angescriptet, ein bisschen weniger strukturiert als die anderen Videos, und die Videos, die jetzt kommen, können mir gerne mal Feedback geben, ob euch sowas überhaupt interessiert, und dann bereite ich mich auf jeden Fall auch noch besser auf die anderen Videos dann vor. Aber das, was ich zurzeit bis jetzt habe, diese Features hier, die sind jetzt noch nicht so hilfreich. Die hat Cursor einfach mal dazu getan. Also endlich, worauf wir uns konzentrieren, ist dieser untere Bereich. Wie gesagt, man kann dann den Preis, wo die Aktie gerade steht, eingeben, den Strike Price bei einer Option. Also wenn der Aktienpreis über diesen Strike Price steht, dann ist man in the money. Das heißt, dann hat die Option einen intrinsischen Wert. Dann, wie lange die Option noch aussteht, die Volatilität der Option. Und dann habe ich auch noch die Interest Rates, das braucht man jetzt für das Black-Scholes-Model. Und Market Data habe ich auch nochmal hinzugefügt, dass man auch den Live Market Price, der ja vielleicht auch mispriced sein kann im Vergleich zu dem theoretischen Wert, hier möglicherweise kann man den nochmal eingeben, damit das alles ein bisschen besser die Berechnungsgrundlage hat, wie der Markt gerade tradet. Und dann kann man hier auf Berechnen drücken, und dann gibt es letztendlich hier den theoretischen Preis an, den man dann benutzen kann. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal getestet, während der Markt gerade live ist. Jetzt gerade ist der Markt geschlossen, ist schon relativ spät. Kann ich euch das jetzt nicht genau zeigen, aber das werde ich auf jeden Fall die Tage noch machen. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Ja, jetzt habt ihr einen Überblick bekommen über den zurzeitigen Stand. Ich würde sagen, worauf ich mich jetzt noch fokussiere, worauf ich jetzt mein größtes Augenmerk lege, ist, einen P&L-Tracker noch mit einzubauen. Das werdet ihr jetzt sehen, da werde ich euch jetzt mitnehmen, aber das ist jetzt erstmal der erste Stand der Dinge, dass ihr wisst, wie bin ich hierher gekommen
wie könnt ihr das auch machen? Und wenn ihr mehr Informationen zu Cursor oder andere AI-Coding-Tools haben wollt, dann gerne könnt ihr bei meinem Kanal vorbeischauen. Ich kann auch gerne nochmal mehr Videos machen bezüglich Cursor, da stehen auch welche in der Planung. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Programmieren an und ich melde mich dann wieder, wenn ich dann genau weiß, was jetzt der nächste Schritt ist. Okay, also wie gesagt, meine nächste Überlegung ist letztendlich, dass man jetzt einen P&L-Tracker mit einarbeitet, der einem hilft, dann auch direkt den Risk-to-Reward-Ratio von dem Trade zu erkennen, indem man jetzt einen Downside, einen Stop-Loss-Preis eingeben kann und einen Take-Profit-Preis eingeben kann. Dieser für beide Werte den theoretischen Preis der Option berechnet und somit dann auch noch, so wie die Option gerade tradet, letztendlich dann den Gewinn berechnen kann, indem man auch angibt, wie viele Verträge man handelt und gleichzeitig auch den Verlust. Und dann gibt er dir auch noch ein Risk-to-Reward-Ratio. Das sage ich Cursor jetzt, dass er das hinzufügen soll. Nicht wundern, das mache ich auf Englisch, weil es einfach einfacher für mich ist zum Arbeiten. Aber wie gesagt, das gebe ich jetzt gleich ein. Ich zeige euch den Prompt und dann arbeite ich ein bisschen dran und dann kann ich euch zeigen, wie sich das entwickelt und wie es dann aussieht letztendlich. So the next thing I kind of want to implement is a P&L tracker where you can put in a profit price of the underlying as well as a stop loss price of the underlying, and then the system calculates the theoretical values of both those prices. And then, given you also put what the price is at the current moment, it's able to then calculate the profit and the loss by also asking how many contracts a person's trading, and then you can have the nominal and then the percentage loss and win on both sides. And then it also tracks the risk to reward ratio, which you can then visualize. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Prompt hier angesprochen und dann gucken wir mal, was Cursor jetzt machen kann. Gut, da bin ich wieder. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich kann mal genau erklären, was ich jetzt gemacht habe. Also erstmal. Ich zeige euch mal, was jetzt gerade der Stand ist. Und zwar, wie gesagt, dieses Design hier, das können wir noch ändern und das werde ich gleich im nächsten Schritt machen. Das ist noch Teil dieses Videos. Die nächsten Schritte werden dann Teil des nächsten Videos sein. Aber was man jetzt hier machen kann. Also wir sehen, wir können einmal den Option Price hier berechnen, ganz normal, so wie wir es vorher auch schon konnten. Dann gibt er uns den Black Scholes Price und den Monte Carlo Price. Was ich jetzt noch dazugefügt habe, aber ist, dass man jetzt hier letztendlich hier unten seinen Take-Profit-Price und seinen Stop-Loss-Price eingeben kann. Das heißt, an dem Level würde ich aus dem Trade wieder rausgehen, in einen Verlust oder Profite nehmen. Und jetzt berechnet er im Backend den Option Price, als ob die Option schon an dem Preis stehen würde. Und das gleiche für das Stop-Loss-Level. Und wie man sieht, sieht man hier, wie die Values sich verändern. Was ich jetzt noch dazugefügt habe, ist den Risk-to-Reward-Ratio unten rechts. Genauso wie die Möglichkeit zu sagen, wie viele Verträge trade ich davon. Und dann adjustet das den Profit, basierend darauf, wie groß die Position Size ist, anhand wie viele Verträge man letztendlich tradet. Also das ist genau das, was ich wollte jetzt in diesem ersten Schritt. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist letztendlich das UI. Ich glaube, da kann man noch ein paar schöne Grafiken mit einfügen, die das ein bisschen mehr repräsentieren. Ich meine, die Funktionen funktionieren schon mal sehr gut, aber das Design ist halt noch jetzt ausbaufähig. Nochmal kurz zum Prozess. Wie habe ich das gemacht? Ich habe erstmal alles auf einmal eingegeben, aber wie ich auch schon im letzten Video erzählt habe, ist es besser, die Sachen einzeln zu machen. Und das hat dann auch viel, viel besser funktioniert. Nachdem ich das nochmal zurückgesetzt habe, habe ich einzeln die Schritte erklärt. Ich kann nochmal hier zurückgehen in den Chat, dass ihr das auch seht. Ich habe dann erstmal hier Step by Step wollte ich das rebuilden und jetzt hat es dann den Restored und jetzt habe ich hier drüber geredet, wie er erstmal den Take Profit bitte einfügen soll, hat das dann gemacht hier, dann den das Stop-Loss-Level eingefügt und dann nochmal den Risk-to-Reward-Ratio und letztendlich habe ich dann nochmal hinzugefügt, dass man den Anzahl an Contracts eingeben kann, um dann letztendlich die richtige Positionsgröße zu berechnen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt endlich hier angekommen sind, wo wir jetzt sind. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man hier ganz runter scrollen muss, weil diese Risk Analysis eigentlich letztendlich nicht so wichtig ist. Die Greeks sind nett, aber das will ich lieber darunter haben, falls mich das interessiert. Und dann letztendlich diese Grafiken hier ein bisschen einfach aufräumen. Die nächsten Schritte wären auch, dass man die verschiedenen Trades speichern kann, dann auf die zurückgreifen kann und dann würden diese Charts hier sogar wirklich auch einen Sinn ergeben, wenn man dann auch noch eingibt, im Nachhinein, wie der Trade funktioniert hat. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man in der Zukunft auch noch hinzufügen würde. Wie gesagt, das wäre dann Teil eines zukünftigen Videos. Deswegen würde ich sagen, tüftel ich jetzt nochmal ein bisschen an dem Aussehen herum und melde mich dann nochmal letztendlich wieder zum Schluss, um zu zeigen, wie es dann aussieht. So, jetzt habe ich ein paar Änderungen zum Design gemacht. Ich zeige euch mal genau, was jetzt neu ist hier. Wir haben gesagt, wir wollten das hier weiter oben haben, damit wir es besser sehen können. Das hat gut funktioniert. Jetzt haben wir hier auch eine Grafik eingezeichnet, wo man jetzt sieht, wie der Preis sich der Option verändert mit dem Preis der Aktie letztendlich. Was natürlich noch eine super Visualization ist. Da kann man auch dann schneller nachgucken, wenn man verschiedene Preise möchte, ungefähr, wo denn dann die Option stehen würde. Ich sehe gerade, was noch fehlt, ist der Risk to Reward, was jetzt irgendwie weg ist. Das fixe ich gleich nochmal eben kurz. Bin gleich wieder da. So, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich das kurz hinzugefügt. Das hat sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir unseren Risk to Reward hier wieder. Und letztendlich ist das jetzt die Version, mit der ich jetzt erstmal das Video beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Wie gesagt, es war jetzt alles sehr spontan hier. Ich muss nochmal genau planen, wie ich diese Videos strukturieren möchte,
dass ich euch möglichst viel Insight geben kann, aber auch einfach ein bisschen den Weg mitgehen könnt, wie ich diese App hier kreiere und auch weiterentwickeln werde, basierend darauf, was ich hilfreich finde, was jetzt nicht so hilfreich ist. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, gerne den Kanal abonnieren. Falls ihr euch für sowas wie Investing, Trading interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal unten in der Videobeschreibung abchecken, den neuen Trading-Kanal. Ihr könnt gerne auch andere Videos auf meinem Kanal angucken, wenn euch dieses No-Coding sehr gefallen hat mit Cursor. Ich habe noch ein paar Videos in der Planung, aber ich bin natürlich immer offen für neue Lösungen und neue Ideen. Von daher würde ich sagen, hinterfrage den Status quo, so Deo Gloria.